18, 19, 20. Puh, das war mal wieder anstrengend. 20 Liegestützen sind schon mal echt gut. 20 Liegestützen sind schon mal echt gut. Am Anfang konnte ich nur 10. Schön zu sehen, dass ich Fortschritt mache. Abgenommen habe ich aber noch nicht. Was soll ich heute tun? Bis jetzt ist noch nichts geplant. Ich geh mal duschen und dann runter zu Papa. Ich geh mal duschen und dann runter zu Papa. 30 Minuten später. Hallo Papa. Hey Christian, warum schaut er so komisch? Was ist los? Hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Ja, das kann man so sagen. Was ist passiert, Christian? Hat Paul wieder etwas getan? Nein, es ist gar nichts passiert. Was ist dann dein Problem? Mir ist einfach nur extrem langweilig. Ach so, ich dachte schon, es ist etwas Ernstes passiert. Ach so, ich dachte schon, es ist etwas Ernstes passiert. Hilf mir, Papa. Was soll ich machen? Nur am Handy zu sitzen ist langweilig. Hm, lass mich überlegen. Auf was hättest du denn Lust? Ich weiß es wirklich nicht. Das macht es nicht gerade leicht. Ich hab was. Erinnerst du dich noch an unser Gespräch an Silvester? Erinnerst du dich noch an unser Gespräch an Silvester? Also ich persönlich habe mir vorgenommen, mehr Bücher zu lesen. Das wäre doch auch etwas für dich, Christian. Ihr habt zwar recht, aber ich hasse Bücher lesen. Du könntest doch mal ein Buch lesen. Ich hasse Bücher lesen. Hast du nicht vielleicht noch einen besseren Vorschlag? Hast du nicht vielleicht noch einen besseren Vorschlag? Ja, okay. Du könntest ja stattdessen einen Film oder eine Dokumentation anschauen. Nein, darauf habe ich gerade keine Lust. Ich möchte nicht nur rumliegen. Oh Mann, Christian. Du könntest doch trainieren. Das ist immer gut. Und danach fällt dir bestimmt noch etwas ein. Das ist immer gut. Und danach fällt dir bestimmt noch etwas ein. Das ist wirklich eine gute Idee. Aber ich habe leider vorhin schon trainiert. Du könntest dich ja mit Maria treffen. Oder mit jemand anderem. Also Maria kann heute leider nicht. Und sonst wüsste ich nicht, wen ich noch fragen soll. Hallo, Tobi? Hey Christian, was machst du so? Ich bin gerade im Wohnzimmer mit meinem Vater. Und du? Ich bin gerade im Wohnzimmer mit meinem Vater. Und du? Ich mach gerade gar nichts und langweile mich. Ich mich auch. Habe gerade meinen Papa gefragt, ob er einen Vorschlag hat, was ich tun könnte. Habe gerade meinen Papa gefragt, ob er einen Vorschlag hat, was ich tun könnte. Und auf was seid ihr gekommen? Auf gar nichts. Oh je. Ich hätte noch einen Vorschlag für dich. Und was? Was hältst du davon, wenn wir heute einfach in die Stadt gehen und herumlaufen? Was hältst du davon, wenn wir heute einfach in die Stadt gehen und herumlaufen? Ja, sehr gerne. Du kommst genau richtig. Super, das freut mich. Ich könnte jetzt direkt los. Ich muss mich noch richten. Dann gehe ich los.
Also lass uns in circa 40 Minuten treffen. Alles klar, bis dann. Tschüss. Wer war das am Telefon? Das war Tobi. Sag mir bitte nochmal, wer Tobi ist. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Tobi ist ein Freund von Maria und mir. Wir haben ihn in Mallorca kennengelernt. Ah, stimmt. Jetzt weiß ich's wieder. Und was wollte er? Er hat gefragt, ob ich mit ihm in die Stadt will. Echt? Das kommt doch wie gerufen. Ja, das war ein schöner Zufall. Er hat auch nichts zu tun. Wann trefft ihr euch? In ungefähr 40 Minuten. Er muss sich noch richten. 40 Minuten später. Hey Christian, schön dich endlich wiederzusehen. Hallo Tobi, finde ich auch. Wie geht es dir? Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Das sah echt nicht gut aus, als du gegangen bist. Das sah echt nicht gut aus, als du gegangen bist. Ich dachte schon, du fällst gleich um. Ja, das war auch echt übel. Mir wurde auf einmal schlecht und schwindelig. Aber jetzt geht es mir wieder gut. Das ist beruhigend. Maria sagte mir, dass es eine Lungenentzündung war. Richtig? Ja, genau. Ich muss auch ein wenig aufpassen, was Sport betrifft. Ja, genau. Ich muss auch ein wenig aufpassen, was Sport betrifft. Aber sonst geht es. Und wie war es im Krankenhaus? Es war zwar nicht schön, aber ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Es war zwar nicht schön, aber ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Mein Vater war auch jeden Tag bei mir. Das hat es leichter gemacht. Das ist ja nett von ihm. Mein Vater hatte auch mal eine Lungenentzündung. Er ist sogar fast gestorben. Wie geht es ihm? Keine Sorge, ihm geht es bestens. Auf jeden Fall hatte ich deswegen solche Sorgen, als ich das gehört habe. Auf jeden Fall hatte ich deswegen solche Sorgen, als ich das gehört habe. Naja, egal. Die Hauptsache ist, uns geht es allen wieder gut. Ja, das stimmt. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Auf was hast du Lust? Lass uns einfach mal in die Stadt gehen. Dann schauen wir weiter. Klingt gut.